Hallo, hallo, hallöchen. Guten Abend und willkommen zu meinem Legend of Heroes Video. The Legend of Heroes Trails in the Sky. Okay. The Legend of Heroes Trails in the Sky Second Chapter Stream. Perfekt. Guten Abend. Ja. Oh, wie geht es mir so? Ja. Schwierig, würde ich sagen. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, mich mit dem Kolloquium gewissermaßen abzufinden. Bereiten mir immer noch schreckliche Sorgen. Mal schauen. Das wird schon irgendwie. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann mal was dafür machen würde. Ja. Ich hoffe, euch geht es gut. Und jetzt sind wir hier und spielen. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Und letztes Mal, jetzt nicht die klassische Zusammenfassung von mir, aber wir haben ja beim letzten Mal das Chapter im Endeffekt beendet. Theoretisch haben wir das Chapter noch nicht beendet, aber wir sind gewissermaßen kurz davor, würde ich vermuten, jetzt mal so gesagt, aber mal schauen. Ich freue mich. Gespannt. Ist nicht. Du hast. Das ist jetzt nicht die Art von aufmunternden Worten, die ich erwartet hatte. Auch nicht schlecht, nehme ich gerne an. Aber okay. So. Eine Sache kann ich sagen. Am Ende des Streams wahrscheinlich würde ich das machen. Macht meistens Sinn. Wahrscheinlich am Ende des Streams werde ich noch über ein bisschen wie nennen wir es? Bisschen Planung für meine Samstag-Slot
sprechen. Da ich da ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe über Omori und wie wir damit fortfahren werden. Und da werden wir dann am Ende drüber reden. Einer der größten Gründe dafür ist, dass das Locher, der eine Typ, der die Streams nämlich relativ aktiv anschaut, derzeit glaube ich nicht im Stream ist und wenn ich das richtig verstanden habe, erst um 20 Uhr oder so hier hinzukommen wird. Deswegen denke ich, macht es Sinn, erst da macht Sinn, dann gegen Ende darüber zu reden. Ja, ich saß hier so, während ich mich vorbereitet habe für den Stream, so ein bisschen da und habe mich selbst gefragt, so, was war eigentlich mein Projekt hier vor? Was habe ich vor Legend of Heroes eigentlich gespielt? Und ich war mir nicht mehr sicher. Ich meine, ich mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, es war Bloodstained Ritual of the Night. Meine ich, müsste es gewesen sein. Das hatte ich damals, ich weiß, ich hatte die Idee dafür Mitte Dezember letzten Jahres. Das weiß ich noch, weil die Idee habe ich an dem Tag bekommen, wo ich meinen Rücken für einen Monat vernichtet habe. Und dann müsste ich das wahrscheinlich irgendwann Mitte Januar angefangen haben. Und das würde ja dann bedeuten, dass ich das, weil ich mit dem Januar ungefähr müsste das losgegangen sein. Und dann habe ich eigentlich keine andere Zeit gehabt, nicht die Zeit gehabt, noch irgendwas anderes gespielt zu haben, als dann hier Bloodstained und dann Legend of Heroes. Also ja. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich als Projekt vor Omori hatte, ehrlich gesagt. Könnte es Sandman gewesen sein? Ich glaube, es war das Sandman. Ich bin nicht mehr 100% sicher. Aber ja. Okay. So. Wer übrigens hört, ja, ich sitze gerade nicht vor meinem PC. Wer macht sowas denn schon beim Reden? Ich laufe natürlich auf und ab in meinem Zimmer, wie man es als normaler Mensch macht. Ich bin jemand, ich stehe viel und laufe rum. Beim Reden oder auch zum Beispiel, wenn ich Videos anschaue oder sowas. Das ist sehr lustig. Wenn ich mal einen Livestream anschaue, lang, das ist echt erschöpfend, weil ich die meiste Zeit dieses Livestreams damit verbringe, in meinem Zimmer auf und ab zu laufen, während ich dabei zuschaue. Und dann nach so zwei, weißt du, wenn du das halt so, keine Ahnung, 2 Stunden machst, dann bin ich halt 2 Stunden am Stück rumgelaufen, auch wenn es bloß in meinem Zimmer innerhalb von 1,5 Metern hin und her ist ungefähr. Aber das ist halt dann schon anstrengend. Weiß auch nicht. Das ist eine etwas komische Angewohnheit von mir, aber es ist für mich einfach ein bisschen einfacher. Außerdem, hey, dadurch kriege ich Bewegung. Das ist doch auch nicht schlecht. Man muss es alles positiv sehen vielleicht. Gib mir mal eine Sekunde. Ach, meine Fenster halt mal ein bisschen hoch, damit ein bisschen mehr Licht hier reinkommt. So. Fassen wir zusammen. Was ist beim letzten Mal passiert? Wir hatten beim letzten Mal gewissermaßen haben sich die Situation in Granzel zugespitzt, nachdem wir gewissermaßen zuvor gesehen hatten, dass die Intelligence Division bzw. eine Reihe an Puppen, die aussehen wie die Intelligence Division, auf dem Vormarsch waren, überall, sowohl in Bose als auch in Granzel. Und auch wurde hier der gute Duke Dunen, dieser glaube ich. Ich glaube er hieß Dunen. Dunen oder Duncan, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich glaube Dunen war es. Wurde auch mal wieder entführt, klassischerweise. Außerdem wurde die Bracer Guild einfach überfallen. Und die wurden halt einfach alle gewissermaßen chloroformt im Endeffekt, bis halt auf unsere Kerntruppe, die wir dann hatten,
Estelle, Shirazad und Karen Graham, wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, wir haben dann uns wir sind dann haben Verfolgung aufgenommen, haben rausgefunden, die sind wahrscheinlich im Warehouse District, haben uns da ein bisschen durchgeprügelt und haben schlussendlich rausgefunden, hey, die haben eine der krassen Orbital Engines geklaut. Ich so, das fand ich jetzt ein bisschen blöd, weil das war eigentlich mein Call dafür, was einer der großen Dinge sein wird, die passieren wird. So, die wollen die Orbital Engine klauen, aber das hat irgendwie, weiß nicht, das ist nicht ganz passiert. Also ich dachte eigentlich, das wäre der große Plan von Ouroboros oder so, aber Ouroboros scheint immer so ein bisschen einen größeren Plan zu haben. Mal schauen. Ja, jedenfalls haben wir dann, sind wir auf Amal 4 heißt sie, glaube ich, die ursprünglich Second in Command bei der Intelligence Division war. Die wieder getroffen und die haben einen richtig krassen Panzer gebaut. Und den mit der Orbital Engine ausgestattet. Und die hatten sogar auch noch eine Gospel. Das hat alles so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen schwierig gemacht, weil wir, ja, ich meine, die haben einen ziemlich krassen Panzer und wir keine Orbals. Hier keine Orbal-Magie. Weil auch immer. Zählt es als Magie eigentlich? Oder, das ist ja gewissermaßen, das ist eigentlich ja was, ist mal ganz interessante Frage, weil theoretisch, klar, es funktioniert jetzt so ein bisschen wie Magie, aber eigentlich, was wir hier tun, ist ja so ein bisschen Science-Powered Magic, im Endeffekt. Ja, jedenfalls, Kevin to the rescue, er hat irgendwie, ich glaube, irgend so ein Zepter oder Stab, den wir, vermutlich mal im ersten Teil gefunden haben, benutzt, um die Gospel auszuschalten. Und dann hatten wir zusammen mit Julia Schwartz einen krassen Bossfight gegen den fucking Panzer. What the fuck, der konnte uns einfach überfahren. Das hatten wir dann, war wirklich cool. Und dann kam ein großer Reveal. Die Person, die hinter all diese ganze Sache mit der Tea Party und sowas steckt, war Rennen. Fucking hell, ich hab mir nicht getraut. Sie ist anscheinend auch in Forza Nummer 14 war es, glaube ich. Hier, Angel of Slaughter. Könnte das gewesen sein? Ich weiß, sie hat eine Sense. Das ist schon cool. Außerdem hat sie einen Riesenroboter beschworen. What the fuck? Warum hat die einfach einen Gundam? Das ist vom Power-Level her super unfair. Weißt du, wir haben keine coolen Sensenträger, wir haben keine coolen Gundams, wir kämpfen mit Stöcken und Peitschen und einem verdammten Crossbow gegen den Panzer. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Ja, und jetzt schlussendlich. Heilige. Haben wir dann so ein bisschen erfahren, sie kannte wohl auch Joshua von früher, er hat ihr wohl ein bisschen was beigebracht oder so, genau weiß man es jetzt noch nicht. Ja, jedenfalls hat sich so aber eigentlich alles aufgeklärt, wir haben die Intelligence Division zumindest aufgehalten. Hier, Colonel Richard ist mal wieder aufgetaucht und hat im Endeffekt gezeigt, dass er mit dem Militär zusammenarbeiten möchte. Wir machen uns jetzt theoretisch auf nach Bose, wo eben auch die ganze Intelligence Division aufgetaucht ist. Aus dem, wie wir wissen, die Sky Pirates sind zurückgekommen, haben ihre Base zurückgeclaimt. Dafür wird dann wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wen wir dort treffen werden. Dorothy? Ja, Dorothy müsste es sein. Weil die wurde da hingeschickt, um das zu fotografieren. Als wäre die nicht gefangen genommen worden oder was weiß ich was. Theoretisch müsste Joshua auch dort irgendwo rumlungern. Der ist ja mit den Sky Pirates unterwegs. Deswegen, das kann alles sehr interessant werden. Ich weiß nicht, möglicherweise werden wir jetzt aber nochmal irgendwelche Side-Zeug haben.
Wir haben beim letzten Mal am Ende noch die letzte Quest, die wir auf dem Board bekommen haben, abgeschlossen. Aber ich kann auch mal schauen. Und dann geht es, denke ich, eigentlich schon relativ baldig nach Bose, was unser 4. Gebiet sein wird. Das heißt, ich würde sagen, wir kommen ganz gut voran. Ich vermute, das Finale wird dann im 5. Gebiet sein oder nach dem 5. Gebiet. Also würde ich vermuten, wir sind mindestens so halb durch. Was ganz gut ist, weil wir haben ja jetzt schon mal, wie viel haben wir jetzt schon? Ja, wir haben ja jetzt schon, warte mal, ist das die Zeit, wo ich gespeichert habe? Die Spielzeit. Wir haben schon 50 Stunden gespielt da. Holy fuck, das ist ein echt langes Game. Ich mach gerade mal nebenher mal mein Energy Drink auf. Rockstar. Sour Apple. Come on. Come on. Ich bin mir sicher, Power Freak hat keine Probleme, Energy Drinks aufzumachen. Oder irgendwie Dosen. Ich bin mir sogar fast sicher, dass du mit deinen Fingernägeln einfach auch Konservendosen wie so einfach von oben greifen und einmal drehen kannst, und dann ist die offen, wie so ein Dosenöffner. Ich werde dieses Lied sehr vermissen. Ich mag dieses Lied sehr, aber ich glaube, das ist ein allgemeineres Stadttheme. Das heißt, in Bose könnte das auch sein. Ich muss sagen, ich bin gespannt. Ich erinnere mich ziemlich nicht mehr an Bose, meine ich. Weil ich meine, wir haben ersten Game erinnere ich mich eigentlich auch noch wirklich halbwegs habe ich mich noch an Zeiss und Granzel erinnert. Und am Anfang des Games sind wir theoretisch nochmal nach Ruan? Das müsste. Warte mal kurz. Hier, Books, gib mir die Kingdom Map. Wir waren ja in Zeiss, wir haben in Roland hier angefangen. Wir haben ja in Roland angefangen. Ne, wir haben nicht in Roland. Wir haben in Ruan angefangen. So. Genau so rum ist es. Wir haben in Ruan angefangen. Wir waren in, so ganz am Anfang sind wir von Granzel nach Roland gegangen. Da haben wir ein bisschen Roland erstmal nochmal wieder gesehen. Haben aber nicht viel gemacht. Wir sind nach Ruan. Haben uns dort haben Blue Blanc getroffen, der uns halt jetzt ja gewissermaßen recurring Quest-Giver gewissermaßen geworden ist. Wir sind dann nach Zeiss. Zeiss hat so eine große Landzunge hier und es ist einfach nichts da. Niemand hat sich jemals gesagt, hey, lass mal hier leben. Bestimmt sind da Leute, aber ja. Wer hat diese Straße gebaut? So, jedenfalls, genau, wir waren in Zeiss. Wir sind danach haben dort uns mit, ich weiß actually nicht mehr, wie der Typ hieß, aber der die Vergangenheit mit Sinn hat. Weiß ich nicht mehr, wie er hieß gerade. Ich komme auf seinen Namen nicht. Aber ich meine, es war so ein richtig normaler Name gewesen. Hieß es nicht Direwolf oder so ähnlich, war sein Spitzname, glaube ich. Jetzt sind wir ja in Granzel. Haben da ein bisschen unseres Zeug gemacht und gewissermaßen hier Rennen als Adversary gehabt. Und jetzt gehen wir nach Bose und ich erinnere mich absolut nicht nah an Bose. Wenn ich mir das so alles anschaue. Erinnere ich mich wirklich nicht mehr dran. Ich bin gespannt, was wir hier treffen. Und wir werden wahrscheinlich dann im letzten Part actually nach Roland vielleicht gehen. Wer weiß. Ich
Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Und ich frage mich, ob wir vielleicht so einen finalen Part actually haben werden, wo wir einfach alles gewissermaßen begehen können. Ja, könnte sein. So, ja, wir sind eigentlich ready. Haben wir irgendwas, was wir kaufen können? So, es ist ja schade, dass wir Kevin wieder zurückgelassen haben. Ich hätte ihn gern wieder dabei gehabt. Bin mir aber sicher, spätestens zum Finale wieder wiederkommen. Oh fuck. Den haben wir noch nicht. Nehmen wir doch mal wieder was zum Lesen mit. Nehmen wir das hier mit für den Fall der Fälle. Okay, was haben wir hier noch? Zweimal denselben Fehler gemacht. Ah ja, das sind ja Ausrüstungsstände. Nehmen wir mal einen davon, davon haben wir keinen. Ist eigentlich ganz nett für unsere Mages. Irgendwo, wo wir vorbeischauen wollen. Eigentlich nicht. Oh, ich hoffe, sie benutzen den Bose auch, dieses Lied. Normalerweise würde ich ja natürlich mich dafür aussprechen, so, oh ja, ich will mehr Musik, Variation haben. Jede Stadt sollte sein eigenes Theme haben und was weiß ich was, aber fucking hell, man. Dieses eine Theme reicht mir aus. Ich bin zufrieden. Lass mal schauen. Können wir. Er ist nicht mal da. Alles klar. Das ging nicht schnell. Ja, gut. Dann. Ist Kevin in der Kathedrale. Anscheinend. Okay. Alles klar, dann gehen wir doch mal zum Landing Port. So. Oh Freak, war dein Tag denn eigentlich? Können wir das ja auch mal so ein bisschen fragen. Pure Engagement und so. Hab gehört, sowas soll wichtig sein. Außerdem kann ich das so mal fragen. Wir sind ja hier gerade unter uns. Oh. Oh Gott. Das Sour Apple ist echt sauer. Dafür mag ich ihn. Und da fällt mir ein, ich habe mir so einen Snack vorne gekauft. Ich war vorhin bei uns im lokalen Netto und die haben so Haribo gefilmt nach Super Mario gehabt. Und ich war so, ja, das klingt doch nach was. Deswegen habe ich mir eins davon mitgenommen und es war actually ein saures. Normalerweise mag ich eher so Süßigkeiten, aber ich habe jetzt mal so ein saures genommen. Wisst ihr was, ich hole mir mal schnell ein, zwei von den Gummis. Gebt mir eine Sekunde.
So, da sind wir wieder. Haben wir heute einen sauren Tag. So. Oh, da fällt mir ein, ja, wir müssen ja noch das neue, die hier lesen. Runs. Oh. Runs new major decided. The election is over. Who did the people choose? Oh shit. Wir kriegen actually Auslösung dazu. New mayor Norman. The Ruan mayoral election is finally over. In both Ruan and Manoria, voters were outright and early to cast their votes. The voting went smoothly and without a repeat of the earlier incident. Early voting was also in place. For reserve army forces. After polls closed and votes were tallied, the victor was declared as Norman, who secured roughly 60% of the vote. Norman actually, Norman war der Hotelbesitzer, meine ich. Oder war das der Hotel? Es müsste ein Hotelbesitzer gewesen sein. Und nicht der Hafenarbeiter. Our industry also critical. New Mayor Norman was elected and promised to grow the tourism industry, and after his victory reaffirmed those intentions in an interview, but also acknowledged the important role of harbor. For the new mayor, exactly how he responds to the harbor industry may be the touchstone for his ability to run the city. Porthos prepared to offer full support. Genau, Porthos war sein Name. Porthos was defeated by a relatively small margin, but has indicated he intends to cooperate with the new mayor. His consideration appears to be repairing the earlier division that arose during the campaign. His experience with the harbor will be invaluable to the new mayor. Society. Signing ceremony, an event to remember. The signing ceremony for the non-aggression pact is almost upon us. All eyes are on the capital, as representatives from every country will be present. Also, eigentlich nur zwei, wenn man es jetzt mal genauer nimmt. Also, theoretisch, ich weiß, ja, es geht um die drei, das ist ja eine Signing Ceremony zwischen diesen drei Countries und so, aber so, wenn ich sage Representatives from every country, das klingt so, ja, okay, aber ja, thanks to public interest in the event, the city is experiencing an unreasonable level of tourism. Unseasonable, nicht unreasonable. Local businesses are screaming for joy at the uptick in traffic. Society, Royal Villa gets a security boost. Yesterday afternoon, Security HQ was established at the Royal Villa, site of the signing ceremony, under the command of Lieutenant Colonel Sid, the Royal Army. Haben wir eigentlich meinen vollen Namen von dem Typen bekommen? Ich würde jetzt, ich kann eigentlich nur Sid. Ich weiß gar nicht, ob wir seinen vollen Namen actually kennen. Außer sein Name ist Colonel Sid. There they will screen and monitor affiliated personnel and eliminate any monsters to ensure safety. International, the crossbow problem. Oh, okay. Positioned between the Erebonian Empire and the Calvert Republic is the crossbow independent state. Buffer nation that has seen countless conflicts in the past between the two larger nations as they fought over critical septium production sites. It's the last conflict. Crossbow has been recognized as an independent state, but recent expansions in orbital technology and the ensuing demand for septium might yet reignite tensions. Liberal is in a similar position, but while some may doubt the effectiveness of the pact, just having the Empire and Republic on board is no small feat. The pact therefore is not so much a promise of peace, but a basis for conversation. A conversation that can lead to lasting peace. Society. Threat letter to our magazine. A threatening letter was delivered to our editorial branch in the west block of the capital. The letter demanded that we cease reporting on the non-aggression pact.
The Leewell News Service immediately reported it to the Royal Army and the Brazier Guild. Currently, there has been no clear progress in the case, but an investigation is underway. Lassen die uns einfach so schlecht dastehen, so, oh, es gibt keinen Fortschritt. Theoretisch wissen wir, wer das geschickt hat. Oh Gott, wir rennen alle um diesen Block. So. Welcome. You're the party of bracers heading for Bose, right? Yes, that's right. Very good. We've received your fare from Elnan. Are you ready to check in? As usual, we should wait here once we check in. Anything left to do around town? Das soll da passen. Very well. I will contact the guild branch and call the rest of your party. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich, wirklich cool, dass wir wirklich so ein bisschen storymäßig das machen. Dass wir wirklich nur in unserer Vierergruppe umherlaufen und nicht, dass wir sagen so, theoretisch sind die anderen da, aber auf magische Weise sieht man sie nie und sie tun auch nicht in Kämpfen dabei sein. The Stan's group began to wait for the next passenger ship. Und wir werden wieder so eine Luftschiff-Szene haben, actually. Wir sind mittlerweile echt eine große Gruppe. Thank ideas we made it in time ist bestimmt Kevin. Oh nein, doch nicht. Hey, es ist nein, und Dorothy. Ich hätte gedacht, Dorothy wäre gefangen genommen worden oder sowas. Hä? Nein? Dorothy? Still! Ah! Fuck it, missed you. Stopped by the guild, but they said it left already. Then we managed to catch you before your flight. What's wrong? What told you everything about the case last night? It ain't that. I've got something to tell you personally. You mind speaking with us alone, like? Me? Sure. Go ahead, Estelle. Get him out. I'll be sure to save you a seat. Thanks, Cheryl. Good day then, Niall, Dorothy. Bye-bye. Okay, so what's all this about? What's so... Olivia, are you still here? Think of me as a stone in the pavement, a butterfly gracing the wind. Please speak freely, pay me no mind. I swear. That's one hell of a talkative stone. I thought this might be the case when I didn't see him board. Oh, Shara, just, let's get you to your seat, my dear Lenheim. Bye-bye, Olivia. It's the same as always, then. Pretty much. Dorothy, you look kinda out of it. Even more so than usual, I mean. What's wrong? I thought you were off taking photos of Bose. Yeah, I just got back this morning. Estelle. Wait, I remember. You were off at that old fort in the Misty Valley. The one they are using as a military train. Wait, isn't that... Finally trick to it, huh? That's the base the bandits raided last night. Dorothy here was literally on the scene when those fucks took their ship back. Oh man, okay. So you came out here to tell us what happened. Oh, thanks, I appreciate it. Sie hat ein Foto und da sieht man Joshua. Ich sag's jetzt. To tell you what happened, you might say that. Huh? Hell if it. It's first and first saw a picture. Dorothy, hand it over. Yes, sir. Estelle, don't go crazy about this, okay? You just don't always tell the whole truth. Forever? Or something? Or did I just insult my... What's all this about? Why do you look so serious?
I took this picture. Oh, if you had it, there's still a sealed photograph. Ah! Let's see. I recognize Miss Tomboy, the bandit over there. That would be... What? Hab's gewusst, aber ich meine, war jetzt auch nicht krass, jetzt das rauszufinden. I'm holding off on giving this photo to the army for the moment. I won't run it in the paper either. I'll let you deal with it how you want. Ah, nein, ist so ein cooler Typ. Chapter 3, The Mad Tea Party. And, ja, stimmt, so hieß es. Mad Tea Party haben wir das Achievement bekommen gerade. Okay. Nebel Valley. Natürlich heißt es ein Nebel. Hey Müller. It's this way. It seems to be in perfect condition. The men have been maintaining it since its capture, then. Well, I've used it for flag practice a number of times. Even flew it myself a few times. I'm curious, as a man with experience, how would you say it handles? Amazingly, I'd say. Its speed and agility are superior to even our military patrol ships. It's one of the high-speed classes made by the Rainford Company some years back, right? That was a bit of a surprise. Begging your pardon, Major. I always tend to think of airships as a liberalian thing, you know? And take... Yes, it's ours. But the armor is frighteningly thin compared to your ships. It carries few weapons. At the same time, however, it's far too expensive and non-expendable to use as a scout vessel. Airships of this type frankly have little military value. Oh, I see. Well, it's a good ship though. Feels like a waste. In Rebonia, ships of this type are really little more than toys of the nobility and nearly wealthy. I'm sure those bandits obtained it in a similar fashion. Right, they are the family of Baron Kapua, correct? Former Baron, Captain. With the loss of the land, the family's been stripped of the title as well. In fact, the creditor who issued the original title loan on his airship has requested to return it to them. Say, I see. Sounds like a bit of a mess. Regardless, the fact of the matter is, former imperial nobility have caused Leeville a great deal of hardship. You have my apologies. Don't worry, it wasn't that big a problem. So when would you like to take it? In a few days at the earliest. I would imagine you're busy with a few things as well. Well? No, it's nothing. Wrecks of the old intelligence division is all. It's really just the final thrashings of a dying beast. Well, have them all. We'll have them all in stocks before the month's out and mark rewards. Wow, it's way different from the last time I was here. Ach, ist so ein bisschen Flashback oder wie? Oh, the Sky Bandit ship. Didn't know it was still here. Neat. Ah, it's so nice. Very cutely lit by the night sky and everything. Excuse me, Missy. Am I getting permission before snapping pictures? Oh! And the misty valleys, all glowing and stuff from the light of the moon. It's so magical and cute. Okay, say cheese. Listen to me, woman. Oh, it's Dad. Aha! Leave a news photographer, if I remember right. You visited more like pushed her in, really, to write an article on the training ground you're running.
She had an appointment earlier. Didn't think she'd be around this late. Oh, never seen a uniform like that. And you're really tall too. Hey, what squad are you a member of? No, I'm... Oops, I forgot to introduce myself, sorry. I'm Dorothy Halt. I'm a cameraman for the Libel News. I'm here to get a lot of pictures of the new training grounds for special edition. I'm Miller, of the Erebonian Imperial Military, here on a diplomatic mission on behalf of my country. No way! Erebonian Army, man! Wow! I've never seen one of you guys before! I was living in Granzel during the war, you see? Is that so? So may I have a moment? What is it, soldier? Communication from headquarters, sir. There's been a change in the movements of the intelligence remnants. Oh man, I'm getting tired. Isn't it time to change watch yet? I think a level 2 alert would be this boring, eh? Wish that girl would come back this way at least. What's the chick with the glasses? You got weird tastes, man. Hey, she's unique, sure, but you see her. She's got that cute nerd thing going on. I'm just saying, I wouldn't mind getting to know her, you know? Huh, go indulge your camera fetish once you have a break. Still, what the hell are those intel leftovers even thinking? Hiding out in the revenue mine like a bunch of monsters, the hell, man? When I was with those guys, minds of crazy elites like them, ain't like yours or mine, my friend. Good work, you two. Ah, Captain, sir! Captain, it's all's clear, sir. Right, good, listen up. The remnants of the Intelligence Division showed up in Granzel. All members, including former Captain Amalthea, are in custody. Are serious, sir? Standing down from alert then, sir. About that. But they're calling a giant flying orbit puppet showed up in the capital. Currently searching for its whereabouts. Flying puppet? Like a doll? Sure, HQ isn't, calling Alexa. And if I know, Private. Regardless, we're to maintain alert status until dawn. Sorry, gentlemen, but I need you to remain at your posts. Yes, sir. Understood, sir. You gotta be kidding! A giant flying puppet. Like someone launched a huge toy out of cannon or something? But knows. You're the captain though, until guys are done and dusted. We aren't gonna get attacked out here. All we gotta do is stand around until we get relieved. Yeah. Huh? What's up? Fuck that hurt. Ich lieb der Bruder. Hey, what's wrong? Oh. Not bad, Joshua. Impressive. That was, what? Half an instant? Yeah, that was kinda cool. It was nothing. Knocking out inattentive guards like this is trivial. Ah, yeah, I bet. Please, can't you take a compliment at least once? Are you sure this bobcat's here, though? Never the fuck they'd move it to that far across the lake. All the information I have says it's here. They're even using it for flag training, so it should be in working order. Ha! Well, that suits us just fine. We need the Bobcat's ignition key to start it up, though. Got a plan for getting that? Suspect the guard captain we saw has it. Probably keeping it until they hand it over to the Imperial Army along with the ship. In other words, we need to crack some skulls to get it back. Avoid killing anyone if you can.
I'd rather not make more of an enemy out of the Royal Army than absolutely necessary. We should hide and avoid confrontation with any patrolling guards. Why, you sure make it sound simple. Not that I'll complain about not killing anyone, though. Ha ha. Naturally, the poor family will never resort to murder on my watch. True, but so much for our great run of villainy, huh? Maybe that guy was right. Hey, what's so funny? It's nothing. We've no time. Let's begin. Okay? Finally. Alright, let's do this. Oh wait, what? Oh, Jesus! What? Alles klar, okay. Wir dürfen das jetzt spielen, okay. Augment. Holy fuck, welches Level hast du? Level 72 Joshua, what the fuck? Warum grindest du so viel? Action 4. Evade 4. EP Cut 4. Cast 2. EP 3. Mind 3. Information. Kann ich die abnehmen? Alles klar. This is that room we used to headquarters, as headquarters. Verdammt, Alter, ich verlese mich gerade. Oh, huh. Seems they're doing the same. We put a phone in here. They left it unguarded. Talk about careless. Looks like this is the guard captain's room. Evade an ambush here. They're already back. We'll hit them when they come in. Huh? Too late. This is Zeit. Duell. Okay, was haben wir denn hier? Aha, running road. The scarce was. Stimmt, dual strike. Dual switch that cuts open space to it. Okay. Through flicker announced penetrated attack delay of took a dagger. Clean strike aimed at the foe's weak spot. KO 20%. Gucken wir uns zum D da hinten erstmal. Okay. Alles klar, die geben mir jetzt erstmal noch eine CP. Mal schauen, komm, probieren wir das mal. Okay, war kein KO. Okay, haben wir den ein bisschen runter. Wir wollen erstmal die Typen weghauen, weil die können, glaube ich, AoE machen und aus dem haben okay. Das ist jetzt natürlich machen wir einen Autoscroller draus, okay. Leute, ihr schafft es! Come on! Oh, ist das so dumm? Come on! Come on, come on! Hey, ich
Ich bin in Eis. Ich darf wieder am Kampf teilnehmen. Das war jetzt ein bisschen bitter. Such dir ein neues Ziel. Komm. Kyle. Oh, das hat sogar getroffen. Ah, komm, nehmen wir für die gute alte Zeit auf Flicker. Flicker war damals, das war der Move, den du benutzt hast. Flicker hat mir im ersten Teil so viel meinen Arsch gerettet. Gut, he has it. Bobcat Ignition Key. Ha! Well, that was easy. Well, aber Takedown da. Hey, Joshua, are you going easy on us the last time we fought? What do you mean? I mean that you're crazily, superhumanly strong and fast. You aren't even the same person you were when we fought back then. I wasn't holding back. Let's just say that my switch hadn't been flipped. And what now? I spare you the details. It's enough to say that with that switch flipped, I'm utterly focused on logical analysis and action which will further my goals. That's the only difference. Okay, I think I get it. Well, not really. Power used is the same, but now you're using it in a more effective manner. That it? That's one way to think of it, yes. Huh. But either way, you're quite a beast now. I think I could even cross swords with that special ops lieutenant at this point. Alright, the Lawrence guy. He was a society agent, wasn't he? No, I couldn't defeat him. My training and abilities are specialized in covert operations and guerrilla warfare. In a one-on-one fight, the Blade Lord would defeat me in moments. The Blade Lord? You mean that Lawrence guy, right? Yes. Yes. As long as he is there, I cannot fight the society head on. I can only live up to my namesake, the Black Fang. All I can do is spite at them from the darkness. Fucking hell, wie sollen wir den dann bekämpfen irgendwann? Wir sind doch eigentlich nicht Level 70! Joshua. That's kind of heavy. It doesn't cover half of it, really. We don't have time for this. Come, we need to move. Sorry, guys. Aber hey, zumindest könnt ihr ein bisschen länger schlafen oder so. Tag 3. Excuse me, that wasn't meant for you. Put it back. I think I will not. Shit. Komm, wir machen eine Tag 3 hier rein. Right, now it's time for a guard change. Time to make my way over there. What is it? It's bad. Hi, hand me one of those S2 bombs I gave you. Quickly. Sure. What the? Das war ein sehr komisches Wort. Can't stay awake. Holy crap, that was quick. Nein. Fuck, ich krieg's halt Stuhl. An eye to a sleeping gas bomb, huh?
That took effect far faster than many Gaspar I know of. You blinded yourself? I did. The recipe's a trade secret though. Whatever, eh? Let's keep moving. Ist das dann hier? Okay. What the fuck ist hier hinten? Ne. Das sind ja sogar Gegner! Was zum Teufel ist hier los? Ich wanne die Gegner. Ich war gerade schon so, warum rennt er denn direkt auf ihn drauf? Repeat charge before the final layer of dust. Ah, hier geht's weiter. Vielleicht gehen wir uns erstmal im restlichen Komplex um. Oh Gott. Courier born. This chest content have already gone on the better place. Your pockets. Aber so sehen. Yeah, born. Oh, could you at least ask before opening me? Da geht es hier vorne actually doch nicht weiter. Repeat charge, oh, set it just as emptiness. That's all there ever is. Eternal, interminable. Interminable. But feather brooch. Got away with running your hands down this random chest once. Don't push your luck. Push, General blue feather prevents faint, okay. Aber hier lang schon, haben wir schon. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder, jetzt gehen wir jetzt hier lang. Hallöchen, Hut. Alter Owl. Er zieht Granate ran, er zieht keine Granate. Ja. So. Oh shit, er macht eigentlich den Nahkampfangriff. Oder er haut ihn mit der Kanone. Ich muss sagen, es ist schon ziemlich krass, dass der Old Man die Kanone einfach in der Hand hat und damit Leute verprügelt. Repeat charge. Obtain the Imperial's new clothes. Not. Habe ich eigentlich so dabei? Okay. Okay. Ist eigentlich das Outfit anders im Vergleich zum ersten Teil? Okay. Such a wonderful meal. I'm moved to tears. Hearing you say that makes the work worth it, miss. How about you, sir? Does it rate compared to a bone in cooking? Oh, I'd rather say so, yes. It's like manna from heaven compared to the slop they feed us in the Imperial military. Really? What kind of food does the Rebellion army prepare, if you can tell me, sir? Let's see. Corned beef, tasted of nothing but salt, beans,
So cooked they have no texture, and bread that is more than a bit stale. If always find those three at least. I see what you mean then. Oh, that's awful. Is that why you guys attack people so often? Dorothy. Dorothy. Oh god! Is that why you attack people so often? Oh fucking hell, Dorothy! Dorothy speedrun aber internationale Konflikte. Is that why you guys attack people so often? Because your food is yucky. That's... Come on, Missy, don't be cruel. Well, I'd certainly like to believe we're not that kind of country. Still, feeding a large army takes a great deal of food. Serving low quality food allows it to be done more cheaply. It does factor into why the meals served in our military are lacking, I imagine. Wow, sucks to be you guys. Dorothy, whatever kind chill. Yeah, I'm glad the things aren't like that over here. Joshua, what's up? Oh, the people within are eating. We probably won't be getting up for a while, so let's just sneak past. Got it. Let's keep moving. Jeroboam, let's return to another bright night. Nee. Oh fuck. Ich hab das Gegner echt nicht gesehen. So, upsala, warum sieht man den jetzt? Dunkelecke, hier ist nix. Jawohl. When you gaze long enough into the empty chest, the chest gazes back in. Klassiker. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, also mit dem Abyss, wer das gesagt hat ursprünglich. Oder woher das ursprünglich kommt. Maybe you'll see the bottom of this ostensibly empty chest. You drop it pebble into it. You don't hear it hit the bottom. Probably best to leave. Das ist eine große Chest. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel Highlight-Items hier bekommen. Die Albion. Oh man, nothing again! Please. Please, Louise. Oh fuck, das wird wehtun, meine Freunde. Ich habe keinen Alien Rift, deswegen misse ich einfach. Armselig. Come on. Und man hat einen kritischen Laufen vollzogen. Oh, damit weht's mit dem Schlimm. Red Spring. Erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an die Kobolde in Final Fantasy 14. Das hat weh. Komm, Set, du machst das letzte Viech jetzt fertig. Sehr schön. So. Hinten war mein OTP Shots 2. This chest is as empty as my well of creativity after writing all those messages. Der arme Rider-Typ, der das machen musste. Und dann auch noch die Lokalisierungstyp, der das lokalisieren musste. So! Ah!
My beautiful, perfect bobcat. Oh, I've missed you. Looks like the captain fixed up at least. That's what you'd expect from the Liberian Royal Army. I know how to treat an airship if nothing else. I know this is a happy reunion, but we're short on time. We have the ignition key. Let's get in the air. Right. Just give me a second here. Let us enjoy the moment a little. Alright, all about. By the way, ich gehe mal davon aus, dass du am Sonntag dabei... Ja, klar, ja. Wieso nicht? Ich habe dir sogar für Sonntag abgestimmt. Also ja, ich bin dabei. Freue mich auch schon drauf. Wird ganz schön werden. Bestimmt. So. Nachfrage war Rückmeldung. Du meinst schon mit der Sache mit Locher, oder? Weil eigentlich, ich meine, ich habe halt dafür abgestimmt und so. Ich dachte, es war schon klar, dass ich da mitkomme. Außerdem habe ich eigentlich theoretisch mit dem Mann persönlich geredet. Ah gut, ja, wir können da gerne auch vielleicht besprechen, wie wir da gemeinsam hinkommen oder sowas. Ja, ich habe nichts direkt geschrieben, weil ich habe theoretisch bloß halt abgestimmt und dann mit Locher direkt geredet, ein bisschen über die Sache. Das kann schon sein, dass ich es nirgendwo sonst mal angemerkt habe. Aber der! Halt! Damn it, they found us! The Sky Bandits! Hunting! They must be the ones who knocked out the captain. Get them! No choice then. Nap time, suckers! Oh shit! Okay. Es ist Zeit, ein bisschen Party zu machen. Jetzt bleib doch hier drin stehen, du. Das ist nicht gut. Weit gehämmern wir mal die Typen hier. Und dann... Ich kann actually instant nochmal. Alles klar, mit nochmal ein bisschen extra Schmackes. Und es war's dann mit 3 von 4. Sollen jetzt keine von denen sterben, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich gehe Game Over, wenn die drauf gehen. Das ist nicht schlecht. Und dann tun wir den noch mal ein bisschen direkt weh. Oh, Halleluja, sie ist da rausgekommen. Oh, der Tadau, das macht so Umf, wenn der mit der Bazooka da rein, mit der Kanone da rein drückt. So, die hatten keine Chance. Wir haben 4 EP bekommen dafür. Ein bisschen lächerlich. And downfall count. Won't be the last of them. I'll hold them here. Get the Bobcat ready for launch. Right. It'll wait just a minute. What's that? Why aren't you boarding? My runners can get the Bobcat in the air just fine. I'm gonna stay here and back you up. But, no buts. You know, you try to
acting all cool, but you're kinda nearsighted. Hmm? Entschuldigung. Despite the whole blark emotional distance, you're my chess pieces thing. You've been really helping us out. A lot. Do you really think we are just gonna dump you here and run at this point? Well, I do think I'm a fairly good judge of character. Especially with someone who wears their heart on their sleeve, like a certain bandit I know. Hey, who wears their heart on their sleeve? I could say the same about you, Buster. I thought it was a bit noisy in here. Oh shit, gegen Müller! Uh-oh. Huh? Like a poor Sky Bandits. A perfect timing you have. And he's with you, no less. You remember me? What the? Oh crap! What's an Rebellion army guy doing here? And wait a second, you know him? We've met. Briefly. I'm here to collect the ship prior to the pact signing, I suspect. Exactly. To be perfectly frank, I could not care less if you take the ship and fly it to the moon. Now that I'm here, however, I cannot simply let you pass. Oh fuck. Oh! Das Lied! Holy shit, das setzt ja mal richtig ein, alles klar, ich wusste nicht, dass wir gleich einen Dance-Off haben. Allow me to introduce myself properly. I'm Major Müller of the Imperial Army's 7th Armored Division. Oh man. Be careful, this won't be a normal fight. I'd say let's do more to you, Joshua, regardless. On your guard! Oh shit! It's party time! Shut up! Aua! Der Bastard! Das ist schneller! Er hat's resisted! Ich dual struggle nicht. Oh fuck! Oh fuck, Müller! Könntest du aufhören, uns alle umzubringen? Holy shit! Alter, Müller tagt einfach Schüsse aus direkter Nähe. Oh noch, was soll man machen? Dual Strike! Oh Gott, dammit! Yo, Müller, okay, ganz ruhig! Deswegen haben wir die Heilheims bekommen. Wegen Müller. Aua, Müller. Du tust weh. So, wir erhöhen uns erstmal unsere Speed hart. Sehr schön. Eigentlich muss ich anfangen, ein bisschen Damage zu machen. Wir müssen ein bisschen Dual Strike und alles. Oh! Oh boy, Mama!
Oh nein, das solltest du nicht mit ihr machen. Das solltest du nicht tun! Oh Gott, ich bin froh, dass wir nicht gehen, aber gesagt, kann ich sie wiederbeleben? Okay. Und Gale. Oh fuck, der macht Double. Könntest du aufhören, sie fast umzubringen? Okay, wir haben... Wagner weint, what the fuck? Okay. Ich muss den damit reindrücken. Oh, Mama, Mia! You strike! Blade Dancer, oh, der Blade Dancer tut wirklich weh. Wir müssen spenden, come on! Oh, Mama Mia! Müller war ein bisschen ein krasser Typ. Sogar ein Level-Up haben wir bekommen. What the hell? Don't already, you sack off! Master level sword play. Your last name is Vander. I think I can guess who Olivier must be in that case. If we're discussing identities, yours was certainly a surprise. Joshua Stray, lost child of Hamel. Huh? As we thought. I guess even the idiot's guesses can be right sometimes. Joshua? May I ask then, Major Vander, how do you know about that? So you do have a killer's gleam in your eyes after all? I'll give you all I have then, Enforcer. Wait, no! Okay. And it lives. Okay, alright, just set. Joshua, hop on. Right. Joshua, come on. What are you doing? Stop them. Wow, what a photo op. Okay. Oh hell, what happened to the commander? Get Hart and Gate on the line. Huh? I think I've seen that boy somewhere before. Ah, what does this mean? Gotta tell Niall. Wonder which of us really escaped here. Greener than I fucked, I suppose. And so, Hamel, seems I've no choice but to help him after all. What the fuck is going on? Möchte jemand uns auch mal die Story erklären? Oh, wir kriegen emotionale Musik hier auch schon wieder. Bevor wir hier mit der Szene weitermachen, würde ich eine kurze Pause machen.
Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Es hat ein bisschen gedauert, sorry, mein Mitbewohner ist nach Hause gekommen und ich habe kurz ein bisschen gequatscht. Muss ich sagen, jetzt mal allgemein, ich hoffe, die fangen demnächst mal irgendwann an, ein bisschen Zeug zu erklären, weil wir haben so viel Shit aufgebaut. Ich glaube, war Olivia nicht unser Begleiter im ersten Bereich damals in Roland, damals im ersten Game, wir haben der ist seit damals schon ein Mysterium anscheinend durch von Müller, irgendwas hat er mit Müller zu tun. Also klar, wir wissen, dass er jetzt befreundet ist, aber jetzt meinte Joshua gerade so irgendwie ein Typ mit so krasser Schwertkunft, der Vander mit Nachnamen heißt. Und dann ergibt es Sinn, wer Olivier wohl ist oder so. Und wieso? Und was ist Joshuas Backstory? Was hat es mit diesem Hamel oder wie auch immer zu tun? Und so. Und fucking hell! Was ist los? Erklärt mir das Game doch irgendwann mal, was eigentlich abgeht. Bitte. Can't believe this. This is definitely Joshua. Putting on a scarf. Trying to look cool, huh? Hope you're taking care of yourself. Joshua really is still in Libel. What's he doing helping those bandits? Why won't he let me help him? Joshua, you idiot. Doing crazy stuff like attacking an army base. Your eyes are so cold. Like when we first met. And why do you look like you're getting along so well with that stupid tomboy? Estelle? Huh? Natürlich. Oh, Shiva. Sorry. I thought I heard your dulcet tones from all the way across the ship. I was worried when you just wandered off like that, Estelle. Gib mir eine Sekunde. Da musste ich relativ plötzlich niesen. Oh Gott. What's wrong? Our sickness finally getting to you? No, don't worry. I'm not sick or anything, really. Well, alright. The weather is fantastic today. To think there are people plotting dark deeds on a peaceful sky like this. Goddess, what fools these mortals be. Yeah. Estelle, honey, you don't need to suffer alone, alright? I won't ask you what you talked about with Niall, but always remember you have friends you can rely on. And you'll always have me. Of course, if you really want to sort it out on your own, that's fine. But every one of us wants to help you if we can. Don't forget that. Gerard. That's all, don't worry. It'll be a while before we reach Bose. The ship will be stopping in Roland on the way, though. So remember to get in your seat before then. I will. Ich mag dieses Lied sehr gerne auch. Sehr, sehr schönes Lied. Relying on others, huh? I'll be speaking to everyone for a bit, will clear my head. So wie wir es jedes Mal gemacht haben bisher. So suddenly, Anton decided he absolutely needs to go to Bose. This happens a lot, so I'm tagging along to keep an eye on him. It'll be fun playing tourist while along for the ride, at least. I'm not one to smother away in the capital. That's not me. No, siree! I'm going to travel Libel wherever my legs can take me. I know that somewhere out there's someone who needs me, and I'm gonna find that someone. Okay, Anton.
I'm off to study the Halt Gate near Bose. It's arguably the most important landmark in the history of the 100 Days War. I plan on coming over every crack in the wall of that landmark, let me tell you. When I get to the Halt Gate, I'm gonna take so many photos, you don't even know. I've always wanted to get a picture of a place as striking as the Halt Gate, but now's my chance. It wasn't so long ago that I thought real peace with the Empire would have been impossible. Now it's almost upon us. This is a real victory for Queen Alicia's diplomatic efforts, I suppose. Tomorrow's the day they finally signed the non-aggression pact. In 10 years now since the 100-Day War. Perhaps it is time we make proper peace with the Empire. This lady said she runs a store in the city of Roland. I'm part of the staff for Edel's Gransel, so we got to talking about that. I bet it'd be wonderful to run your own store. Who cares if it's a tiny hole in the wall, even? Oh, I wish I could have a store of my own someday. I couldn't find any girls Renan would like, even in Gransel. What am I going to do for that boy? I'm just glad I met this girl to talk to on the trip back. I'm sure Renan would like her a lot, but sadly it seems like this girl's going on to Bose. I'm sure Renan would like this girl too. Roland up next, huh? I'm not going there today, but I'd like to spend some time on a farm there someday. Delicious food, clean mountain air, perfect place to refine one's beauty. Hey, where's my guy wants to go fishing, so there'll be something for him to do as well. Heard Roland has a lot of nice fishing spots. Roland itself isn't too famous though. They're all kind of secret. We should try them before someone writes a guide or something. That passenger is a student from the Royal Academy, isn't she? Yes, I can definitely tell she is. You really get a sense of refinement from every movement she makes. It's really surprising that students of a famous school would be refined, I guess. I'm sure they get some really strict lessons on proper etiquette. Hello, Estelle. Sorry, so this is where you've been hiding. Yes, it's a lovely view, isn't it? I'm guessing you're on one of your airship walks. Yeah, kinda felt the need. What's happened, Joshua? What? How did you... Thought so. So that was what I wanted to talk to you about. Did you just bait me, princess? Well, I am the possible heiress to a nation. Let's just say I'm well educated in secret royal bargaining tactics and leave it to that. I'm no match for you, really. Yeah, it's about Joshua, alright? Joshua is safe, even still in the borders of Libya. There's some element to it that means you can't be happy about it. Is that about it? That is it, isn't it? Chloe, you're the princess, you're a freaking mind reader. You ask me, you've got the... you ask me, you've got this queen thing in the bag. Thanks. Still, that's good. Joshua's safe. Even knowing he's okay is a relief. Yeah, I was happy to find that out too, but... Estelle? Sorry, you remember when we went to arrest Delmore, right? How Joshua responded when Delmore threatened me with that gun. I do, yes. I said that Joshua's eyes are like that right now. But what do you think? Oh, sorry, Chloe. I shouldn't really drop questions like that on you without context. No, it's fine. I can understand at least a little why you're so worried. Yeah. And
Well, no, that's absolutely no way related to it at all. Huh? Oh, nein. Like, yeah, totally has nothing to do with anything. Totally hypothetical, but, what would you say if I said while I'm here worrying my butt off over him is with another girl? How old? About the same age as us. Answer this hypothetical question. I would find myself uninterested in any excuse Joshua would have to make. I know, right? It'd be totally out of line. Certainly. Just what are you thinking, Joshua? Yeah, my current plan is to have Olivia sing at him for an hour, and then we'll hear everything. Ah. Thanks, Chloe. I feel a little better now. You're welcome, Estelle. Glad I could help you. Once I get my head on a bit straighter, I'll tell everyone what's happened. Can you keep quiet until then? Of course. I think I'll head back to my seat. Okay, see you later. Ich mag diese Freundschaft zwischen Estelle und Chloe wirklich, wirklich gerne, die sie hier aufbauen und wie sie sie darstellen. Man merkt sehr gut, wie gut die beiden miteinander befreundet sind. Ich wusste, dass ich Tyler hier finden würde. Hello, welcome to the view from the. Come to see the view of the from the bridge. Green rolling hills of Roland when viewed from up here. Something else, eh? Staring at such a sea of green is calming and healing somehow. Green rolling hills of Roland when viewed from up here is something else, eh? Healing sound, okay. No need to alter course at the moment, helmsman. You may leave the rudder as it is. Keep your course steady. We'll be starting our descent to Roland soon. Wah, do. Yes, understood. Maintaining current course. La-di-da-di-da. Ich habe Sorgen. Alter, what you doing? Oh, Estelle. I was kind of thinking about things. Things? Like what? Well, Estelle? Not really reliable, am I? Huh? You seem like you're worried about something, but it is something I can't help with. Oh man, Tyler sees right through me. I knew it. I knew it was kinda selfish to ask to come along. I'm not really much help. I couldn't even stop Ren. Just holding you back, aren't I? Tyler, you're a little dummy. You're worried about that. But I'm not really worried, you see. It's more like I'm confused about something. I don't think it's really something anyone can solve for me, so I just need some time to think on my own, okay? But Estelle, is there anything I can do to help? You bet there is. Aww. Huh? This is so relaxing. So soft, so cuddly, so warm. I could squeeze you all day. Oh, Estelle. Tyler, having you along is a big help, okay? I don't just mean your mechanical knowledge, even though that's part of it. But seeing you smile cheers me up a lot. Oh, everyone looked like she had a lot of fun when she was playing with you, right? No, maybe that was all just an act to fool us so she could do evil Ouroboros stuff or something. But you know what? Somehow, I can't believe it was all a lie. You reached her, I know it. You really think so? Oh, I hope so. Ha, there's that smile. Excellent. A smile is the best, you know? Now, you're so cute and huggable when you're all sniffly and sad, but
Oh, Estelle. Thank you, Estelle. Thank you. I'm gonna go back to my seat, okay? Okay, see you in a bit. Ich mag Taita auch wirklich gerne. I see. Ich habe mir schon fast gedacht, dass Olivia hier unten ist. I see. No, actually, the reporter came to talk to Estelle. Estelle seemed bothered after they spoke. I did wonder what... Well, that answers that. Yes, that's fine. We needn't report anything to the Royal Army yet. I imagine he has predicted all of this anyway. I called it perfectly, no? Well, to be honest, it was a little more than a wild guess. But I suppose even jokes can be true. Sometimes. The bad ones. I know. You needn't raise your voice so, my friend. Regardless, you're to see to our preparations the moment you return to the Imperial capital. Yes, so that he might intervene, if possible. The fuck? As always, you have my special thanks. Ah, Joshua. Think you'd be a match for Müller? I suppose I should have expected nothing less from one of Uroboros chosen. Still, that's one guess I dearly wish hadn't been true. What's true now? Well, Estelle. And what the heck are you whispering about down here? You and... Huh? Olivia, who were you talking to? Ah, whatever could you mean? Do you truly believe I would engage in a secret soiree with a woman other than my Estelle? I can only pray, but come on. I know I heard you talking with someone. Ha ha ha! Oh my! You heard me talking to myself, did you? Talking to yourself? Well, talking to myself like a madman wouldn't quite be accurate. I was going over lines from a play I once performed in, and I was the leading man. Hey lines, but why here? Our destination, Bose, is the closest city in Libya to my homeland. As we draw closer to it, I must confess I feel the pull of homesickness. I fear that memories of home cannot help but tumble from my mouth. Oh, okay. You think I have cottage cheese for a brain or something? Oh, well... You know, there's a lot of suspicious things about you, Olivia. Remember you were talking with Dad about something secret too. Mind coming straight with me about why you're really here? To think you've become such a bloodhound for the truth. You've grown, Estelle. I've had good teachers. So talk already, Mr. Ebonian suspicious person. Allow me to relieve some of your worries in exchange for my silence. I would ask that you grant me that small favor. You're troubled over the theft of the bandit airship, yes? I do not think that will prove to be a problem. What? Why not? You recall our earlier conversation. The fact that the bandits are led by former Rebonian nobility is an embarrassing blemish on the Empire's image. Liebe does not wish to exacerbate the issue any more than we do, however, as it could impede the signing of the pact. So if anything, left of the ship at this exact moment conveniently sweeps aside the problem. Is that really how it would work? Well, if the bandit it's returned to their old ways in liberal skies, that will be a different story.
I find it unlikely, however, that they would be so foolish, however. That's true. If anything else, Joshua won't let them steal from others. Wait, how do you know they won't return to piracy? Why did you agree? Now then, I think I shall return to my seat. Would you care to join me? I think I'll pass. Hey, Olivia, can I ask you one thing before you go? Naturally. Okay, look, there's a lot I don't know about you. You seem to like to keep your distance from everyone. But even so, I think you're a really important part of the team. I believe. Maybe it's crazy as hell, I don't know, but I do. That I can trust you, no matter what. Oh jeez, that came out kind of sappy. What I'm saying is, hey, what's with the drippy dinner plate eyes? No, it's nothing. You touch my heart, my fair Stell. You need not fear. I shall not betray your trust. Nor do I find your trust and love a burden. I give myself gladly to your cause. Ich hoffe, dass Olivia nicht uns betrayt. Ich würde es nicht glauben. Ich hätte es zuvor möglicherweise glauben können, am Anfang. Aber mittlerweile würde ich sagen, dass Olivia, er hat seine eigene Agenda vielleicht, aber ich glaube nicht, dass er unbedingt gegen uns spielt. Im Endeffekt. Oh shit, ich sehe gerade erst, dass ich ein paar Frame Drops hatte. Love has nothing to do with it. But thanks, Olivia. Of course. So, if you'll pardon me. Ich mochte diese Szene gerade wirklich gerne, weil es ist. Olivia ist halt dieser etwas mysteriöse Charakter. Wir wissen, es ist ein bisschen mehr hinter ihm, als wir wissen. Und er arbeitet definitiv an so seiner eigenen Agenda und sowas. Aber zu sehen auf der einen Seite, dass Estelle das acknowledged und so ein bisschen darüber spricht, dass sie schon realisiert, dass Olivia nicht so offen über alles ist, aber trotzdem ihm vertraut, also diesen herzlichen Moment eigentlich so ein bisschen zwischen den beiden zu sehen, war eigentlich wirklich schön, weil Olivia ist ein sympathischer Charakter, finde ich. Er ist so ein sehr eigener Typ, aber sehr cool. Außerdem mag ich ihn zu sprechen, weil er so ein bisschen er ist nicht einfach eine Stimme, er ist so ein bisschen eine Art zu sprechen mit seiner Pompösität und sowas. Außerdem finde ich es super lustig, dass er sich hier Blue Blood zu seinem Rivalen einfach erklärt hat im Endeffekt. Oh shit, oh, everyone is here! Im Endeffekt. Ladies and gentlemen, your attention please. Visible to our right is the kingdom's largest continuous forest, Mistwald. It remains home to a large number of woodsmen and is the source of 70% of the lumber used in Libya. Our ship is currently in the air above Mistwald. Please enjoy your travels to the sky with us until our next stop at the Roland landing port. Mistwald is lovely when you view it from the air. Looking down at the enormous forest gives you a sense of just how wide the Roland region really is still. I feel like I could watch forever. Dignitaries of the Non-Aggression Pact signing should be arriving in Dranson soon. I hope it goes off without any problems. We'll be stopping in Roland soon. We'll be getting off at Bose though, so I guess we still have some time, huh? Okay. Today I've got to head off the Bose market on errand for my wife. My wife works me to the bone and complains all the time. It's rough. Gonna finish the business fast and get home soon. Wife's yeah. I'm going to Bose to help Daddy with shopping. Shopping, so much fun. Okay.
Ah, our next stop is Roland. I would have loved to enjoy the fresh pastoral cuisine again. Ah well, there should always be another time. Ah, Estelle, where'd you disappear off to? Oh, I just went to get some fresh air. I see. So I heard we're landing in a town called Roland on our way. That's your hometown, isn't it? Yeah, it is. To be specific about it, our house is just a bit outside the city limits. That wanted it that way, apparently. Huh, interesting. House built by Master Cassius. Must be quite a place. I don't know about that. I mean, I'm not sure if I'd say it's fabulous or anything, but it is really comfy. It holds lots of memories for me of that, Mom, and Joshua too. I see. No, son, it's okay, really. If we were staying in Roland, I'd invite you over. Next time for sure. I look forward to it. By the way, Stella, when we arrive at Bose, would you mind accompanying me on some training? Huh? This seems kinda sudden. Back at the Gransel Guildhouse, not only did I miss the sleep agent in the cookies, I was unable to awaken myself. It's obvious I need to retrain in some areas I've been neglecting. Oh, okay. Well, I don't know how good a training partner I'd be for an A-rank bracer, but if you want me, you've got one. You've got me. That's settled then. Well done. Nothing to do, really, so I think I'm going to catch a nap. Estelle, what's up? Just having my usual walk around the ship. Right. Kind of amazed you don't get bored with it. Why do you treat me like a hyperactive bomb? We've just got time before we hit Bose, it's all. Enough time for a quick nap at least. So Bose is up next, huh? Run, Zeiss, Gransel. Wonder what the side will try throwing at us next. Yeah. Nothing would be the best answer, but I have a feeling we won't be that lucky. You too, huh? Well, let's hit the ground running and get into investigating those planets once we land, yeah? Wait, what? Why the surprise? Possibly they're working for the Society. Said it yourself, remember? Yeah, I did, but... Come to think of it, I don't think that's all that likely, you know? Yeah, it's sorta stupid. I mean, I fucked them a number of times, right? Didn't really seem to be the kind of baby eaters the Society usually brings on, I think. Well, whatever. I'm sure we'll hear the details from the old Luke Ryan when we get to Bose. Ich erinnere mich nicht mehr an die Characters aus Bose. Yeah, we will. We're capturing an airship, huh? That'll be tricky. I'm sure we'll hear the details from Luke Ryan when we get to Bose. Bose, ich bin mir nicht sicher. We'll have to pass through Roland before we reach Bose, so this will be a bit of a trip. Go ahead and walk off some of those energy if you want. War nicht alles... War noch wen? Habe ich irgendwas irgendwie verpasst? Ah, okay. Oh. Okay. Kurzer Drop in der Power. Sekunde. Nur kurz checken, dass alles passt. Thank you for flying with us today. We'll be arriving in Roland shortly. Please be aware that there may be turbulences while landing, so we ask that all passengers take their seats. Oh, hey! You should probably find your seat, Estelle. It really is dangerous to stand during a landing like this. Okay. Ladies and gentlemen, thank you for flying with us today. Passengers departing in Roland, please check to ensure that you haven't left behind.
Uh, huh? Oh my. What in, what in the name of Gehenna? How could we have entered a cloud at this altitude? We didn't enter a cloud, sir. We're descending. This doesn't seem like a cloud, though. It's more like... Captain, transmission from Roland Air Traffic Control. The city and surrounding area has been engulfed in a deep fog. What? What the fuck? What the heck? Wow, it's completely white. Did we enter a cloud bank? Possibly, but this also seems impossible now to be a cloud. Is this usual when landing an airship? I sure as hell have never seen anything like this. Nor have I. Ladies and gentlemen, please, remain calm. We've received word from Roland that a deep fog has appeared over the entirety of the city and surrounding area. Air Control is currently preparing searchlights to aid our landing. Thank you for your patience. Fog. Roland does get fog, but it's usually just like a thin fuzz, isn't it? Yes, I don't ever remember seeing it this thick. This really worries me. Okay. Machen wir jetzt actually vielleicht doch erst einen Stop in Roland, bevor wir zu Bose weitergehen? Holy, it's completely white. Yeah, can't see anything. It looks like the port authority is grounding all flights until the fog clears. I think we'll want to visit the guild house here. Doctor too, huh? Huh? Why? This fog is deep and strange enough that even you and Sherazad comment on it, Estelle. It's possible the society is behind this somehow. Only Roland and Bose remain unmolested by their hands. It is possible the next experiment shall be here then, and not in Bose. The Mist Demon's Target, okay. Chapter 4. Wir sind doch in Roland, okay. Hey, Aina! I certainly wasn't expecting you all to show up now of all times. You were heading to Bose last I heard. We were, yes. The paranoid little part of me can't help but wonder if this is intentional. Well, I'm not going to complain about having you around. Anyway, I do believe this is the first time we've seen each other since you went off to train, Estelle. You look right at home in that new outfit. Oh, Aina, you'll make me blush. Mr. Varthek, my Lady Claudia, Miss Russell, I believe this is the first we've met. I'm Aina, the receptionist for the Roland branch. A pleasure to meet you all. The pleasure is mine, Miss Aina. Nice to meet you. Good to meet you at last, Aina. I've heard a lot about you. Really, I wonder. Oh, and Olivia's here too. What are you doing over there, Olivia? Er versteckt sich. Don't, mind me. I was certainly not flashing back to memories of the destruction of my liver. Just for the record. What? Just let him be, Aina. Oh, and I'm guessing you know a gate, Aina. We've met, yeah? I don't come up by Roland much, so we've only met like once or twice. It's still good to see you again though, Gate. So with the pleasantries out of the way, I'm sorry, but do you mind if we get straight to business? Of course, Aina, go ahead. This fog appeared suddenly today around dawn. At first it seemed to be a little more than the usual light mist we get here at times. But you could literally stand outside and watch it grow thicker. It was eerie. Do we have any...
Do we have any idea what's causing it? None, I'm afraid. It's definitely covering all of the city, but we're not sure of its full extent or source yet. Fog and mist have several common sources. You can get the sort that springs up off coast and flows inland, or the kind that forms in mountain basins. There are several basins in the Cronin Mountains near Roland, are there not? Yes, there are, yes. It is possible this is simply a freak act of nature. But with everything that's been happening recently, we should be on our guard. Should we put off heading for Bose and remain in Roland for now? That's the best idea, yeah. That's the best idea, I think. Passenger ships sure ain't moving until the soup clears anyway. But what's up, Estelle? Well, I was just thinking about the bandits and stuff. We were checking that out cause we had no other leads, remember? Royal Army's on top of that anyway, so we don't really have to go, you know? But, look, what is it? Something eating at you? No, but it's just Estelle, I'm not exactly sure what you're thinking, but calm down and consider for a moment. Huh? Bandit ship left case is already over, is in a way. If they'd taken hostages, it'd be different. But as it is, there's no emergency demanding we take action. I can't imagine they'll stay in Bose in any event. That's true, but on the other hand, something bizarre is happening before our eyes at this very moment. The society is somewhere behind this. There's a good chance Roland is in danger. So, which is the correct choice here? Estelle. Miss Shera, I think Estelle has a reason she wants to go, so, No, Taita. Shera's right. Estelle. Sorry, Shera. I guess I wasn't really paying attention to what's happening. You don't need to apologize. Everyone has times they have trouble focusing. Even I do, and I know a gate sure does. Now hang on there! Being able to determine the best path without losing sight of yourself is a crucial skill for a bracer. Even if it is a bit easier to just say it's important than it is to actually do it. I'm still a student on that front too, really. I can hardly compare to Master Cassius in that regard. Really, Sin? To possess perfect clarity and retain one's good cheer in the face of adversity, it requires experience. Master Cassius' ability to do just that saved us many times when he traveled to Calvert once. Huh, I didn't know that. Hey, don't sweat it, alright? Not as if you can't just snap your fingers and be at the old man's level. You just gotta put one foot in front of the other and get better bit by bit. Yeah, thanks guys. I'm sorry, I know, that kinda sidetracked us. It's fine. So getting back onto the matter at hand. At this point, there's nothing really specific we can ask you to do. You can hardly beat a fuck with violence after all. I simply ask that you be on standby in case anything does happen. You can wait at your home if you'd like, Estelle. Oh yeah, I was going to head home for a bit. Is there anything else we should watch out for besides that though? Well, if you absolutely want to do something, would I ask you to check the roads for me? The roads? What for? Fog is covering the entirety of the city, however, it also seems to have spread out into the countryside. The thing is, I don't know how far it's spread yet. If you could go see how far it's gone, it would help me consider where we go from here. Ah, and we also need to secure land routes in case the passenger ships continue to be unusable. Exactly. There's the Elise Highway to the south, and the Mission Main Road to the west, and the Malga Trail to the north. Would you check those three and let me know the extent of the fog? Sure, that should be pretty easy. Well then, for once this means Estelle and I will be the guides. Yeah, head of a change, huh? We know pretty much everything about Roland.
muss sagen, meine Stimme ist gerade ein bisschen am Sterben schon, obwohl wir noch nicht so lange machen. Es ist eine Weile her, dass ich so viel, dass ich viel gestreamt habe, leider. Well, we'll be going with you then. Wen nehmen wir denn mit? Nehmen wir Olivia und Halt haben wir. Dann haben wir zwei Fernkämpfer. Zwar, aber das wird schon passen. Außerdem wollen wir ja die Level ein bisschen gleich halten. This is ridiculous. I know the city like the back of my hand, and I still feel like I could get lost in this soup. And that is why you have a map and compass. You feel like you're losing direction. Be sure to keep an eye on them. Yeah, good point. Okay, so we need to check just how far the fog spread on the roads, but Alter? Olivia? Do you mind if we stop by my house and see how things are there? Yeah, I'd love to see your house. Estelle's home. Oh, this should be quite a detour. Well, let's be off then, hm? Da fällt mir eines noch ein. Wir gehen hier kurz nochmal rein. Wir machen was anderes. Hey, how's it going? Need me to sub in, huh? I'm game. Wir haben vorhin literally darüber geredet mit Sinn, dass wir ihn zu unserem Haus mitnehmen. Also nehmen wir Sinn mit, anstatt Olivia. Haben jetzt zwar niemanden super krass. Wir haben hier Lehrer für Arts, aber ja. Bring the flew away. Klein Arm Hearts Alley. Medium difficulty sogar mal. The holy proof of our love, our precious engagement ring, has been stolen by a black devil. Please give your aid to the poor lost sheep. We will be waiting in the chapel. Fishing spot search by Percy. Currently, the Fisherman's Guild is searching for hidden fishing spots across the Rhone region. The Garrett recruit anyone from Master Fisher to Professional Investigator. I know it's a bit far, but I'll be waiting at Gurune Gate. Lease Highway Monster. The dangerous monster has been sighted on the Lease Highway. Okay. Monster wields powerful arts and consider appropriate equipment. Okay. Und wir haben das Milch Main Road Monster. Its direct attacks are extremely strong, but its ice attacks, okay. Sehr schön, haben wir jetzt schon mal ein paar Sidequests. Was haben wir denn hier? Oh, Estelle, you finally came back! Yep, it's been ages, Renon. So I heard you went off to do some training somewhere nuts. How'd it turn out? Oh boy, it went great. Wait, when did you tell you about my training, Renon? Huh, don't underestimate neighborhood gossip. I'm pretty sure everyone knows you went out to train, at least. I should have seen that coming. It's business as usual, Roland. By the way, rather sure as weird, huh? The Bose about passenger ships are all grounded. Yeah, you also got stopped by that. And since we're stuck here, plan on investigating this fog. The guild would also like to get a better picture of the situation. Gotcha. That's encouraging to hear. Just be careful. Something strange about this fog. It doesn't feel normal. Yes, we'll be careful. Yeah. See ya, Renan. My mom came back on the last scheduled lineup from the capital, but wouldn't you know it, she brought home some woman I've never seen before in my life. They'd met on the airship, but since this is my mom we're talking about, that's totally suspicious. Did she seriously find a wife for me to marry? Probably just being paranoid, but then again... Weil es würde passen, sie wollte ja eigentlich einen kleinen Shop haben, diese neuen Level News direkt, okay? Hier nochmal davon. I decided to take Miss Bloom up on the offer and stay with them for a while. I'd like to help out at the store too, if I can. I work at the department store in the capital, so I'm sure I can handle dealing with customers.
I met this lovely young lady on the airship. Partly due to this fog, she can't go to her destination. I felt bad for you, so until she ships are moving again, I welcome her into my home. We should help out one another. Out wenn times are tough. Ich hoffe, die beiden kommen zusammen. Es wäre schön für Rina. Wir kennen ihn seit dem ersten Teil. Und deswegen, ich will seine Happiness haben. Und ja, ich erinnere mich absolut nicht mehr an ihn aus dem ersten Teil. Oh, if it isn't a star. Been a while, ever since you went off on a training trip, right? Hi, Helga. Long time to see. Welcome back. So I've shared us with you. Share us thoughts with you. Does it mean you're in the middle of some work for the guild? Yeah, a bit. I heard from Ina that the two of you are working pretty hard. Especially you, Esther. Notice you've been solving lots of cases and you're with even a full bracer now. Quite a bit of success for such a short time. I can't help but be nostalgic for the days you were complaining about training because you hated paper tests, though. Hey, Algo, Ixnay on the Estse. Say. Estse? I don't know. No. What is there to hide? Certainly your paper tests were appalling to like no other bracers before, but you've always been top in the practicals. How is Stell? Ah, sorry. I suppose yammering on about the past like this is proof I'm getting old. Anyway, putting that aside, did you find out anything about Joshua's whereabouts? I've looked a lot, but I still haven't really found anything. I see. I guess he won't be that easy to find. I admit I was worried when I heard from Cassius, but from the look of it, Estelle, you seem to be hanging on there. But if it gets hard, come on by any time. If you're okay with it, Stella and I would be glad to hear you out. I'll go. Yeah, thanks. I'll definitely take you up on it. Stop by any time. I'll have lots of good equipment ready and waiting for you. Das ist auch was ich wirklich mag. Wir haben das ist unsere Heimat, wo wir aufgewachsen sind. Und das ist wirklich schön, weil wir kommen jetzt zurück und wir interagieren hier so wirklich herzlich mit diesen ganzen Leuten, weil wir die halt schon seit Ewigkeiten kennen und die alle Freunde von uns gewissermaßen sind. Und das finde ich sehr schön eigentlich. Finde ich einen schönen Touch. Okay. The Intelligence Division resurfaced. Former Captain Amalthea captured. Remnants of the former Intelligence Division unit once again shook the capital. Rising up in the harbor block, they took Duke Dunan captive, began an assault on the castle. However, after a tense battle involving bracers and the Royal Guard, the rampage was halted, the Duke rescued, and all involved were arrested. Following Amalthea's capture, all several coup d'etat members have now been secured. Biding their time. According to the Bracer Guild's investigation, after the coup d'etat's former Captain Amalthea's group had been in hiding in the abandoned revenue mine. Seeing the Duke's release from house arrest as an opportunity, they rose up against and returned to the capital. Fox falls to the Falcon. Former Captain's force set off and set their plan in motion by activating a tank they had developed in secret before the coup d'etat. In order to use the tank in their plans, the former Intelligence Division unit needed a high-output orbital engine, such as a new model developed for sale. Amalthea, aka the Fox, executed a successful plan to steal one of the new models from the harbor, and their uprising was well underway before a joint force of bracers and Royal Guard managed to avert disaster. Blind Shadow cited related to the case. On the night of the ID incident, several persons reported seeing a giant shadow fly off from the harbor. It is currently under investigation. The Liberal News was unable to obtain any meaningful info regarding it. Foreign Affairs, Pact Signing Ceremony nears. Her historical day approaches tomorrow. Guests from all over the continent have been arriving. The security preparations at the Royal Villa are complete. The weather for the day of the signing is forecast to be beautiful. The stage for peace is set. May the goddess bless this event. Society Threat Letter, Crime of Pleasure. Threat letters were delivered to a number of organizations related to the Pact, including the Liberal News. While the connection to the Intelligence Division was suspected for a time, as there were no specific damages, it
is being viewed as nothing but a crime of pleasure. Society, Kapua Sky Bandits still own airship. The Sky Bandits, the gang which rocketed the world with the Lindy case, have reappeared after they escaped during the coup d'etat. In a daring move, the bandits infiltrated the old base in the Nebel Valley, currently used by the Royal Army, and stole back the airship, the Bobcat. The Royal Army is once again in pursuit of these slippery criminals. Okay. Oh my goodness, if it is the Stella! My. And looking closely, Cheryl's with her too. Hey, been a while. Hey, indeed it has. Oh, it really has. I've been pretty frustrated, you know? After all, I kept hearing rumors you were back, but I couldn't meet you in person. Ah, sorry, Stella. Well, Stella's been preoccupied with a few things. I'm forgiving her. Don't you worry about that. Even this old lady knows that much. I was a bit worried when I heard about Joshua, but looks like you're giving it your best, Estelle. Yeah, somehow. While putting that aside as well. What? Why are you staring at me? I brushed my teeth and washed my face. I know I did, I swear. I even got behind the ears. Oh, it's just wonderful. What is this skirt? It's just perfect on you. The just feeling of being an energetic young woman. Ah, you think so? Sure bought this for me in the capital. It was a present for becoming a full bracer. Very nice, Shara. You've got good taste. I'm glad you like it, Mom. Mom? Ich weiß nicht. Your attitude reveals itself in your clothing. Yes. Looks like you'll do wonderfully as a full bracer. My sloppy, dirty little Estelle's become this clean and sharp. Oh, this old lady's is gonna cry. I didn't think she'd cry over a skirt. If she saw you dressed up for a wedding, she'd probably collapse on the spot. Even you're working so diligently, Estelle. You've got such a perfectly lovely, clean outfit. I feel relieved somehow. Ah. Warte mal kurz, ich wollte bei dir einkaufen. Sehr schön, das Eclair. Dragoon. Ich finde es nicht mal. Ich kaufe das einfach mal für alle Fälle. Dinge verteidigen eine Menge ADF weniger. Für Tighter wird es wird halt Agility, Speed und es ist schwierig. Das hier ist vergleichsweise gut. Dafür würden wir halt ADF aufgeben. Na komm. Speed, Agility und Movement machen, aber wir nur. Das passt. Okay. An army coat of ceramic plates sewn into the chest. Wir haben sehr viel Keramik hier. A staff made from durable ceramics that has reinforced tips. Okay. Ich hatte schon eine bessere Waffe für sie, actually. Also. Der Fin Whip Waffen vom Metal Thread.
Ja, oh, upala. Alter, ist so witzig. Oder auch für sie bessere Waffen. High Grade Orbital Cannon Enhanced Version of the P-Series. Got this with a sawtooth edge on the knuckles. Okay, lass mal kurz unsere Orbments anschauen. Uns ein. Das müssten eigentlich ganz gut dabei sein. Habe ich ein EP-Cut, ein besseres? EP-Cut 3. Lass uns das erstmal schauen. Ja, was haben wir hier? Wir haben Mind 2, wir haben EP 2, wir haben Heal. Können wir es mal Walking. Gar nicht mal so krass. Mit Haste würden die Gegner mich nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Action 1. Speed Zoning, aber machen wir mal Haze rein. Wie machen wir das am besten? Wir könnten theoretisch das hier für... wenn wir das lieber machen. Ich glaube, wir brauchen nämlich eine... Wir sollten es vielleicht das hier als eine Healerin spielen, ein bisschen. Mindestens einen, der das macht. Machen wir einen EP-Cut hier rein. EP-Cut 3. Das machen wir mal. So, Taita. Das Eagle Eye ist eigentlich nur für die für die Stats drin. Was haben wir denn hier? Könnte nicht bitte reinpacken. Die extra braucht es jetzt nicht so stark. Wird sie, glaube ich, nicht so sehr für Arts benutzen. Es ist, weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich könnte Shield reinmachen. Weil ich theoretisch ihre Stats müssen erhöhen. Sie ist eh nicht so eine Arztnutzerin. Und es würde ich ihr helfen, ein bisschen mehr zu überleben. Deshalb hatte ich Attack und Defense hier drin. Ich könnte natürlich aber ihre Defense hier boosten. Und einfach gewissermaßen sie ein bisschen als AOE Debufferin spielen, weil ich habe Confuse dafür drauf. Ich würde ihre Attack nicht so hart senken. Was sind ihre Stats denn gerade? Würde ich schon ein bisschen was bringen. Wir lassen es so. Ich glaube, wir lassen es aber so. Hier, ich habe kein höheres HP. Shield. Aha. Auf +3. Eigentlich will ich. Schon plus ist schon recht.
Brauchen wir das Mute auf ihn? Eigentlich nicht, ich glaube. Brauchen wir aber einen Earth. Okay, wie machen wir das am besten? Wir stellen wir ihn am besten um. Geben ihm das hier mal. Wir wollen eigentlich ein bisschen, wir wollen mehr Damage machen lassen. Okay. So, Orbital Factory. Stellan Sherazad, how's it going? Been a while. Good to see you. See you well. You too, Freddy. Looks like you finished your training over in Zeiss, huh? Ha! Looking forward to seeing what you've learned. Yeah, of course. Just say that. I'll tune anything you've got to perfection with the techniques I learned over at the Central Factory. You need to tune up. Say the word anytime. Tune anything you've got. Okay. So. Was brauchte ich noch mal? Ich wollte für ihn eigentlich ein HP 2 vielleicht machen. Schild 2, glaube ich, drauf, oder? Hat Schild 1. Haben wir noch ein Shield? EP3 ist vielleicht was man machen kann, ne? Okay. Die 2, dann kriegt man nämlich ein bisschen mehr Leben für ihn rein. Shield 2. Wieso spiele ich Defense und Attack auf ihn drauf? Das ergibt keinen Sinn. Lass uns die Hitrate erhöhen zumindest. Attack 3. Eagle könnte ich ja das hier geben. Gib mir Move. Das gibt zwar weniger von den Stats, aber das passt. Also von den Elementen, aber das passt eigentlich schon. Okay. Oh, Estelle, you've got Sherazad with you too. It's been a while. Ah, is he well, sir? Same as always. Yeah, of course. I'm not gonna lose to you youngsters yet. Freddy's back from his training in size after all.
Forgotten your mother, and you'll leave it to him. Abendbau. Okay. Gehen wir doch mal erstmal zum Haus. Ich denke, das ist das Letzte, was wir heute machen. Mein Hals macht ein bisschen, ist ein bisschen angeschlagen. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, zu viel zu reden. Aber wir haben uns jetzt erstmal aufgebaut und nächstes Mal haben wir echt viel zu tun dann. Ah, das gute alte Lied. Dun, dun, dun. Right Family House. Doesn't look like much fog's gotten here yet. Wow, is this your house, Estelle? I like it. Simple but a bit refined. Really think so? Thanks. Well, anyway, I can fix everyone some tea or something, at least. Go on inside. I'll handle making the tea. You head up to the rooms upstairs. Why? Look up, Estelle. Alright. This is gonna get pretty damp in this talk. Aww. It's always relaxing to get back home. Kinda wonder how much of that is because we're out of that fog, though. It's part of it, I'm sure. Shira, you really know Estelle's house really well, don't you? Of course I do. God. Come on, Hals. Mach mit. I've known this house for a long time. Very long time. Yeah, been coming over since Mom was alive, so that's over 10 years. Oh, it has been a while. About that, give or take a few grey hairs. As I recall, you were in a traveling circus, right? How'd you end up meeting Estelle? Well, you see. Lecture, you don't need to. It's fine. It's an old story. It would have been, what, 12 years ago now? Our troupe had come to Roland to perform. Flashback? Estelle at that point was even more fearless and curious than she is now. After one of our shows, she strode into our tents with purpose. Purpose of playing. Ah, wir haben eine Illustration! Ah, die kleine Estelle ist putzig. Circus troops usually get met with some suspicion by residents of a town outside of performances, you see. As a result, we weren't really sure what to do at first with this girl who came to visit us. But you see, Estelle wasn't exactly a timid girl. She kept coming over every day, and everyone came to really love her. Myself especially, of course. One day, Estelle didn't want to go home until long after the sun had set. Ist das eine junge Scheherazade? Since there wasn't any other choice, I ended up being the one who took her home. That's the day I met Cassius and Lena. Ah, pardon. Lena is Estelle's late mother. Oh, that sounds like Estelle, alright? Seems Estelle was fearless even as a child. Well, I don't really remember that much of it since I was like 4 back then, but I do remember Shara would come by our house anytime the circus was in town after that. That's right. So, Scheherazade, how did you leave the circus and come to live in Liebel as a bracer? You could say a lot happened. 8 years ago, when I decided I wanted to be a bracer, I came to Liebel to ask Cassius for help. I've been in Liebel ever since. I see now, alright. I was curious. Was
Joshua here back then? Oh, no. Joshua came to live with us 3 years after all that. Actually, he showed up when you were in Grindstone during your junior bracer tour, didn't he? That he did. I wandered Liebe, spreading goodwill and flowers as a bracer does. I returned home to find a boy I'd never seen living with Cassius and Estelle. To say it was a bit of a shock would be an understatement. Estelle and the others enjoyed some small talk as the morning sun tried to pierce the mist. Finally, with a little tea for the road, they left the bright house. Nein, ich geh doch nicht. Haha. Fuck you, Erzähler. Verdammt, Erzähler hat mein Unwissen über das Haus genutzt, um mich auszutricksen. Ich kann jetzt sogar schlafen. Das ist Estelles Zimmer. Es ist lange her, dass wir hier wirklich waren. Mal jetzt mal den Anfang des Games. Und Joshuas. Nein, wir schlafen nicht in Joshuas Bett. Wir schlafen in Joshuas Bett. Aber wir machen es. Okay. Weil wir es können. Wie kommen wir da überhaupt hoch zu dem Dachfenster? Okay. Okay, ich hatte gedacht, vielleicht passiert was, wenn wir jetzt gehen, aber gut, ich würde sagen, wie gesagt, ich würde das hier jetzt als einen Punkt nehmen, um aufzuhören. Ich weiß, das ist jetzt nicht der längste Stream, aber meine Stimme macht nicht mehr ganz so mit. Beim nächsten Mal, denke ich, wird es wieder besser. Wenn wir es bestimmt schaffen, ein bisschen länger zu machen, dann wird meine Stimme vielleicht ein bisschen warm gelaufen sein. Ich sollte vielleicht anfangen, wirklich Stimmtraining zu machen oder so. Einfach ein bisschen Aufwärmübung vor dem Stream. Muss mal schauen, was es da so gibt. Okay, aber wir haben das neue Chapter. Ja, wir haben das neue Chapter angefangen. Wir haben viel Story gehabt, dieses Chapter. Das muss man ja natürlich auch sagen. Wir hatten echt viel Story. Aber ja, es ist sehr interessant. Es ist alles sehr interessant, was hier alles so passiert. Ich freue mich. Ich freue mich, dass wir nach Roland zurückgekehrt sind. Es ist sehr schön. Wie gesagt, ich mag das Gebiet einfach für den Story Value, den es hält. Ja, für Estelle. Und ich bin gespannt, was wir hier so haben werden. Ich habe irgendwo im Verlauf des Streams relativ am Anfang gesagt, dass ich ja noch über was reden wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob Locher mittlerweile hinzugestoßen ist, aber ich werde einfach drüber reden. Ich werde es auch einfach am Samstag nochmal drüber reden. Es geht um den Omori Playthrough. Ich habe mir Gedanken gemacht, weil wir haben theoretisch jetzt das erste Ending erreicht. Wir haben noch ein bisschen was auf dieser Route zu tun. Aber wahrscheinlich jetzt wird man das, ich würde vermuten, im Stream diesen Samstag abschließen. Das heißt, wir würden uns auf die andere Route begeben. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, es war Stream 3 oder 4 von Omori damals, wo wir auf die Route gegangen sind, wo wir jetzt waren. Und seither ist ein bisschen Zeit vergangen, wenn man sich da mal zurückschaut. Wir sind gerade bei 12 oder 13 Omori-Streams, wenn man sich das so anschaut. Das heißt, aber 10 Streams wird es vielleicht brauchen. Sagen wir weniger, weil theoretisch, so, das ist ein weiteres Problem, bei dem, was ich gehört habe. Einige Teile dieser anderen Route sind dieselben wie die Route, die wir gespielt haben. Die Sequenzen, die mit den meisten Kämpfen gefüllt sind und so. Das ist doof. Im Endeffekt, wie ich das sehe, ist es halt so, wir würden jetzt über Wochen hinweg dann Playthroughs haben, wo ich kann durch diese Bereiche theoretisch schneller durchgehen. Aber die Sache ist die, ich werde nicht super schnell durchgehen, weil es könnte natürlich was anderes sein.
Da könnte ein anderer Dialog kommen, anderes Zeug und sowas. Irgendwas könnte sich verändert haben. Das heißt, ich kann nicht einfach alles besonders in jede Cutscene durchskippen oder sowas. Und auf der anderen Seite, ich kann nicht offscreen einfach durch diese Sachen durchspielen, weil möglicherweise ist, wie gesagt, was anderes. Und dann würde ich das im Stream zeigen wollen. Und dann machen wir weiter mit demselben Zeug. Und ich denke, das könnte relativ, also das wäre ein bisschen langweiliger zum Zuschauen und zum Durchspielen für Streaming. Weil ja, es würde wahrscheinlich eine Weile brauchen, bis wir da durch sind wieder. Weswegen ich überlege, und ich denke, was wir machen werden, ist, dass wir am Samstag die Route, die wir hier haben, aufräumen und uns einem neuen Projekt zuwenden. Danach. Ich werde in meiner eigenen Zeit hier die andere Route noch spielen. Aber on Stream würde ich wahrscheinlich ein neues Projekt anfangen. Weil es, wie gesagt, es würden jetzt wahrscheinlich Wochen sein, wo wir zu großen Teilen Repeat einfach nur dasselbe, was wir bisher in diese ganzen Streams gemacht haben, sehen. Und das ist, finde ich, nicht so gut. Das ist, bin ich kein Fan von. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so entertaining ist. Und für mich würde das halt, auch für mich als für Player Experience, wenn man das normal in seiner eigenen Zeit spielt, dann ist das was anderes. Aber wenn ich jetzt dann das in einem Stream spiele und dabei halt konstant dabei so ein bisschen versuchen sein muss, das entertaining zu halten und dabei halt, ich weiß das, ich gehe damit ein bisschen anderer Mindset dran als klar, wenn ich halt das so alleine spiele. Und da ist es, denke ich, ein bisschen schwierig, das so zu machen. Deswegen mein Reasoning dahinter. Ich werde wahrscheinlich am Samstag drüber reden, was dann wahrscheinlich das nächste Projekt sein wird. Ich werde da mir noch ein bisschen Gedanken drum machen. Aber ja, so sieht zu der Zeit der Stand meiner Überlegungen aus. Wenn jetzt natürlich Zuschauer hier sagen, nein, wir wollen wirklich noch den Rest sehen, wir wollen, dass wir die andere wäre ich auch bereit dazu, die zu spielen. Aber es ist mein Gedanke, ich habe das Gefühl, es würde einfach nicht so interessant zum Zuschauen sein. Ja, so schaut es ungefähr aus. Ja, das ist so an sich der Gedanke, deswegen, wie gesagt, dieses Samstag, wir machen noch ein bisschen Aufräumen, wir haben noch ein bisschen Zeug zum Machen und dann mal schauen, was wir als nächstes machen. Außerdem, nächsten Donnerstag, wie gesagt, wir spielen mit Trails in the Sky weiter. Ich freue mich, es geht voran. Wir haben sehr viel zu tun jetzt schon da. Ich werde mich freuen, viel machen zu können. Sidequests, mit Leuten reden und sowas. Theoretisch haben wir noch. Normalerweise gehe ich ja als allererstes durch die gesamte Stadt und rede mit allen NPCs. Das muss ich theoretisch noch machen, komplett. Weil besonders hier es sich lohnt. Und ja, das werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Die Woche darauf, das kann ich jetzt schon sagen, die Woche ab dem 6. September wird es keinen Stream geben, da bin ich im Urlaub. Und danach machen wir weiter. Dann würden wir wahrscheinlich danach auch können wir dann am Samstag danach mit dem neuen Projekt starten. Bin ich gespannt drauf. Habe ich genug Zeit, auch mir ein bisschen was zu überlegen, was da überhaupt kommt. Okay. Ich muss aber schon seit einer Weile dringend aufs Klo. Dann bin ich mal gespannt, weil wie weit du dann kommst, wird, glaube ich. Ja. So. Wir müssen seit Ewigkeiten aufs Klo. Deswegen rappen wir das hier ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte eine Menge Spaß. Das Game ist wirklich, wirklich schön. Ich habe sehr, sehr viel Spaß hier dran. Ich freue mich darauf, weiterzukommen und endlich zu verstehen, was eigentlich mit den ganzen Charakteren abgeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Stream. Bis dahin dann und tschö tschö.